Hab ich. Ich weiß es. Na, Zicke. Hobbykreis. Einstellungen Start, genau. So. Wir starten das jetzt das erste Mal. Wir sehen, dass es aktualisiert werden muss. Ich hoffe, es ist nicht zu groß. Weil dann haben wir jetzt schon gewonnen. Nein. Erst hast du ein Problem, in deinen Account zu kommen. Und da muss man auch noch was runterladen. Heute Nachmittag war das. Nein, der war nicht. Kann ich was machen. Och, nö. This is the fastest CPU on the planet. It costs $8,000, has 64 cores and 128 threads, 128 lanes of PCI Express Gen 4, and runs on AMD's latest 7nm Zen 3 architecture. That's the same one powering their top-of-the-line 5000 series Ryzen gaming CPUs. Its code name is Epic Milan, and we have 2 of them. Thanks to our buddy Wendell over at Level 1 Techs. Let's take him for a spin. Because holy shit, are they ever fast. You know what else is fast? The way I segue to my sponsor, Honey. Honey is the free-to-use shopping tool that helps search for some of the best promo codes on loads of your favorite sites. Get it today at joinhoney.com/LTT. Hey. This is the top of the line, L's and G's. The EPYC 7763 that I'm holding in my hand, yeah, it may only run at a mere 2.45 gigahertz base, 3.5 gigahertz boost, but don't let that fool you. This ain't no Civic, okay? This is the Hummer with the Cummins swap, all right? Man, these things are huge. I can't get over it. It's like, pretty big. Why do they have to make them so big? It's not a measuring contest. Just never gets old, you know? I think the only way to get a bigger one is to buy one on lttstore.com. Oh yeah, by the way, we're gonna have EPYC Threadripper shaped ones coming soon, probably in a few months. Now, of course, Yoda would happily remind all of us that size, not important. Performance is what matters. And when it comes to performance, this is pretty much the finest display of kicking someone while they're down that I think I have ever seen. And I don't even feel bad. Here's the thing. Intel's latest and greatest 10nm Ice Lake Xeons, they've got some platform advantages, particularly when they're paired with Intel's Optane memory. But for purely CPU-bound applications, I mean, they're not even competitive with AMD's last generation EPYC Rome chips price for price, let alone the new ones. Because here's the thing. AMD comes in with more cores, more gigahertz, more cache, and literally double the PCI Express lanes per socket. Yet, AMD still prices their top dog cheaper than Intel's top dog. And you might think, well, at $8,000 a chip, 200 bucks, that's a rounding error, right? But if you're buying 1,000 of them at a time, like Intel thinks you are, sorry, Intel, that works out to $250,000. Not to mention that if you're an enterprise or a data center that's upgrading your systems from, say, last gen, on Intel, you're gonna need a whole new motherboard, which, for servers, generally means an entirely new system, complete with financing and warranty. How about the warranty? Like if something goes wrong, either with the hardware or software? AMD, by contrast, allows you to simply swap out the CPU, update your BIOS, preferably in the other order, and you're good to go. They've actually been using the exact same socket for their server platforms ever since the original EPYC launched back in 2017, and this intercompatibility is fantastic. You know how I know? Because this is the exact same motherboard that we used to build our PC Mac Pro killer with our last gen EPYC. Something to note before we go any farther is that server components are generally designed to be run in an extremely high airflow environment. So this cooling, if that doesn't look suitable for a nearly 300 watt CPU, that's because it's not. We need to get a fan on there. Let's just throw our M.2 in here. This is, by the way, the greatest thing ever. This little toolless M.2 retention mechanism. Absolutely love it. They should all have that.
This Supreme X3090 is so hilarious. It's so big, we've never even tried to integrate it into an actual build. It's test bench use only. Now, you might notice that I'm installing it in one of the bottom PCI Express slots. Normally, I would say, don't do that. But Epic has so many PCI Express lanes that every one of these 16X slots, all the M.2s, all of it is just running full fat PCIe Gen 4 with all the lanes. So it just doesn't matter. Okay, I shouldn't quite say it doesn't matter. There are situations where the lanes might need to be reallocated, and there's the different chiplets and where they're attached to the I/O die and all that. But mostly, it's fine. There it goes! 128 threads! Guys, this is Cinebench R23. This isn't the like weak, easy one. Now, the reason that it was so easy, TM, for AMD to maintain compatibility across generations is that under the hood, the layout of their Milan CPUs is nearly identical to their older Rome predecessors. But that's not to say that AMD didn't change anything. Like other Zen 3 CPUs, each of the 8 chiplets here, which each contains 8 cores, gets a full 32 megs of cache that is completely accessible to all 8 of the cores, rather than being split into 16 megs and 16 megs. That means more efficient use of resources and lower latency. They've also increased the speed of the Infinity Fabric links within the CPU, and they've made a ton of other under-the-hood architectural changes that have allowed AMD to hit a surprising 19% average IPC uplift. That means that clock for clock, this thing is almost 20% faster. Oh, and they upped the maximum TDP for many of their chips, including the 7763, to allow up to 280 watts per socket. I mean, that is how you get stuff like this happening. Look where it sits relative to anything else in the database. 61,000? What? So while the CPU is running a heavy benchmark like this, it's self-reporting a peak of around 277, 278 watts of power. What that means is that, according to Wendell from Level 1 Techs, this Tyan board we have here is actually a bit on the conservative side for power delivery. The Daytona reference chassis that we've got back here can actually do closer to 285, 290 watts per socket with some power tweaks, which actually sounds a lot like AMD has some overclocking headroom here. You can even tweak some I/O settings, like disabling PCI Express Gen 4 or lowering your memory speeds to give a bit more of the CPU's power budget to the cores themselves, potentially improving performance. But then again, slowing down your PCI Express lanes or lowering your memory bandwidth can also hurt performance in other ways, so it's going to depend on your application. Either way, I cannot freaking wait to see what Zen 3-based Threadripper is going to be like, especially with the core clocks and the power limits unlocked, as we assume they'll be. I suspect we're going to need some new motherboards with new power delivery for those. Now let's have some more fun. Last time around, with our Rome-based 64-core EPYC, Blender was only able to use half of the cores per instance, so we ran it twice with both of them at the same time, finishing in around 1 minute and 14 seconds. This time around, we are having no trouble utilizing the entire CPU, and you can see, I mean, just look at this thing. It is absolutely crushing this benchmark. And the craziest part is check out these boost clocks. We are seeing in excess of 2.8 gigahertz, even as high as 3.1 gigahertz on some of these cores. Alter, was brauchst du zum Berechnen so lange? And what's interesting is our temps are so well under control. The maximum we've seen so far after about 10 minutes of Cinebench running continuously and Blender is around 7 degrees. Super reasonable. The fans aren't even ramping up. It's almost like having a gigantic CPU with the cores all spread out. Helps to get rid of the heat. Almost. If you can't wait for the next Threadripper and you decided you're crazy enough to use this as a workstation, check this out. I'm running this at half quality in the preview here. This is an 8K timeline with multiple 8K clips. Obviously, there's a bunch of Lumetri color being applied to it. Look how smooth that is. It's butter smooth. Can we make it all the way to full? Man, that scrubbing is still extremely responsive. Naturally, our next order of business is to play video games on it. We got Apex Legends running at a cool 144 FPS average. That sounds not too bad.
maxed out at 4K. I don't have any ammo. That's okay. It's not about being good at the game. It's about having a good computer to run the game, right? So we got F1 2020 going here. And what I did is I reset the hardware info clock speed. Oh, da geht noch mehr, da geht noch just mehr. how high these cores will get. This is a game that, unlike Apex Aber leider Legends, sind die meisten can scheiße. actually make use of heavily multi-core CPUs. So we're gonna go ahead and, okay, there we go, that's more like it. Now Leider sehen die driving meisten now. scheiße aus. We're driving. 1% lows at around 150 FPS according to FrameView over here. So can you game on an Epic server? Yes, you can. I need to brake. I'm broken. Once again, the point is not how good I am. Waren die eine, die war The auch point nicht schlecht. is, this thing is sick. Oh, I crashed. So max, we managed to hit 3.5 gigahertz in games. And yes, of course, we're gonna play Crysis 3. It is kind of amazing how good this game still looks. Is it not? Freaking Crysis 3. Even your hand model looks really good. Yep. It's amazing how well this game has aged. It's running at about 60. Willst du jetzt lachen oder später? You know, this is a really quiet server. I'm impressed. Oh, you know, I think it might be a little misleading. Hab ich vergessen, welchen ich Here it vorhin drin hatte. goes. 264 core epics. Cinebench R23. Sorry, sorry, Riley. It's like 120 watts of fans. Yeah, it's really fast though. What the hell? Holy Sauber, crap. meine Frau kippt. Oh, okay, let's. Are you just gonna tease me like It that? ran in 12 seconds. I want to see Task Manager. It takes longer to queue up the test than it takes to run the test. Hold on, I'm not even going to be able to get it up in time. Dang it, 91,000. Oh, what? That's weak. It should be able to do like 110. Wer wollte ihn ja? Really? Yeah. Oh. Nein. All right, new attempt. Gut, Wendell ich dachte, sent wir us wollen over es a jetzt couple tuning umstellen. parameters. Here we Auf jeden Fall go. besser als die Muffins. 98,623. That's not quite the 100K plus that Wendell managed to get on his own with more tinkering and more auf dem geilen tuning. But I überbackenen think it Döner goes to könnte. show a couple of things. Number one is these things are so fast, they can tear through anything. Not made for gaming, Warum ist who das Käse? cares? They're gonna game pretty good. And number two is that once you get to this level of hardware, it's not just plug and play, ladies and gentlemen. Warum You bist du grad actually so have bleich? to know what the freak you're doing. Can you imagine running Oh, ich like glaube, ich habe morgen so einen 16 Kater. quad-core virtualized gaming Mal stations abgesehen off of davon, one dass of der mehr als these, ein Föhn like hat. maybe in our LAN center. Get subscribed to make sure you don't miss that. And while you're down there, let us know if you had any other cool ideas for a project we could use one of these bad boys for. Just like I'm gonna let you know what you could use our sponsor for. Ting Mobile sponsored today's video, and they want you to hear their message over the sound of these fans. You can save by switching to Ting. That's right, they've got unlimited talk and text for just $10, data plans starting at $15 with their new Set 12 plan that has 12 gigs of data for $35 and unlimited for $45 a month. If you're looking for a deal, Ting Mobile is offering their unlimited plan for $25 a month for the first 3 months right now. And Das Geile ist, alle denken, das ist Bier. Sobald das Spiel Ja, beginnt, meins scannt Bier. Professor die Gegner. Erfahre, wie Das Schöne ihre ist, Champs spielen. do like Zucker und Alkohol vertragen sich. It'll be the next big. Today, we're going to be building the fastest gaming PC that Oh, money 2 can Minuten. buy. But we do that pretty often here. What's unusual is cramming a water-cooled RTX 3090 with 16 CPU cores in a case this size. That's right. Our gaming PC is going to be so small, it makes the new generation consoles blush. Wait, why do they blush when it's so small? Das ist so. Save time and money with Storyblocks by getting studio quality stock video clips for a fraction of the cost. Check them out today at the link in the video description. No? Full marks for presentation, by the way, guys. Sure, how much does one of these cost me to build myself? So base price is $450, and with all the extra hours, it's $570. Sind ja nur 370. I mean, by the time you're buying this kind of hardware, I guess it's not a big deal, but, okay. The finish on this one's amazing. Oh my goodness. What? Like me, you might be wondering why, at this price, the case can't come pre-assembled for you. And fortunately, the answer is a good one.
If you were to build a water-cooled Linus system hat in so einen it, you Klatsch. actually need to build the system into the pieces of the case while you assemble it, or there's no way to get them inside. That's why. So, worse performance than using slower memory with better timings, but this rig isn't about making sense. More megahertz. And continuing that theme, we've gone with the fastest storage money can buy with the 2 terabyte Samsung 980 Pro SSD. This will be running at full PCI Express Gen 4 speed, and as you guys can see, even though there's no chonky heatsink on it, it has a fan for active cooling, so I would be very surprised if we experienced any kind of thermal throttling. MX. Of course, speed isn't everything. You've also got to have somewhere to store your Call of Duties, you know what I'm saying? So we've got a Sabrent Rocket Q 8 terabyte SSD that we'll be installing in the back. That gives us a total of 10 flippin' terabytes of storage baked right onto our motherboard. Now I just need to find the motherboard tray. There it is. Wow, it's solid. Oh, this is like big frickin' solid metal. Feel like I'm making a pizza, not a computer. Got my computer, just gonna put it in the oven, all right? Let it cook for a little bit. Bake. One thing Winter could improve, I know they're technically higher quality, but I absolutely hate non-ferrous screws. Just makes the assembly process more difficult. Ja, das Problem hatte ich heute auch. That's your computer right there. Hier ist mein LED-Strip ohne computer tricks. That'll be the next big eigentlich craze on YouTube. und fest verlöteten Kabel. I'm not worried about it falling off the thing. Now for Problem the ist, warning, ich weiß do nicht mal, not wo skip. Plus und They want Minus you to ist. boot up the machine at this stage for 2 reasons. Number 1, because extracting a defective part at the end of the build is going to be extremely time-consuming and difficult. And number 2, you need to reconfigure this PCI Express slot to run at Gen 3 speeds, because the riser that they've got is not a Gen 4 capable riser. So we've already done that. Next piece I need, this puppy right here. Okay. God, the machining is just so clean on this thing. Oh my goodness, this is unlike any computer I have ever built before, and that's really saying something. Look at that. Das ist Slides gerade so into the little interessant. slot there. Oh, interesting. There's actually a big enough gap to like jam my room. Tja, leider nichts für euch. So, wir werden jetzt mal kurz wechseln. Und auf. Alter, ich kann nicht mehr lesen. Ey, ach. So. Das Problem an Absinth ist, es macht nicht besoffen, aber anders. Und wenn man es merkt, ist es zu spät. Warum? Weil wir keinen Ton haben. Oh mein Gott. Und wisst ihr was, weil heute Halloween ist? Es gibt bestimmt den einen oder anderen Report, ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Permanent. Wie gesagt, in FarCry selber habe ich noch nicht reingeschaut. Das ist das erste Mal. Auch wenn wir es schon seit ungefähr gefühlten... habe ich mir die GPU gekauft. Ich glaube, seit 5 Monaten besitzen. Am liebsten würde ich ja jetzt noch ungefähr 20 Stunden weiter streamen. Ich glaube, vor der Arbeit sollte ich noch ein bisschen schlafen. Yay. Den letzten Teil, den ich gespielt habe, war FarCry 2.
Was habe ich 4 Jahre dazwischen gemacht? Nein, 4 Teile dazwischen. 3 Jahre MechWarrior Online gespielt. Drücke L, um den Vorlesemodus für Bildschirmtexte in den Menüs zu aktivieren. Drücke L. Menüsprachausgabe ist aktiviert. Ist gut. Menüsprachausgabe. Menüsprachausgabe. Stimme 2. Ein von 7. Benutze A und D, um den Wert zu ändern. Menüsprachausgabe ist aktiviert. Farbvielsichtigkeit. Farbvielsichtigkeit ist geil. Voreinstellungen Gruß an Sascha. angepasst. 3 von 7. Benutze A und D ein. L. Menüsprachausgabe ist deaktiviert. Voreinstellungssehvermögen, das ist gerade echt nicht so echt. Perfekt. Voreinstellung, Kognition. Diese Voreinstellung kann verwendet werden, um die kognitive Belastung in den Menüs und beim Spielen zu verringern, indem mehrere Optionen aus anderen Optionsmenüs aktiviert werden. Indem mehrere Optionen aus anderen Optionsmenüs aktiviert werden. Indem mehrere Optionen aus anderen Optionsmenüs aktiviert werden. Was ist denn das für ein Scheißsatz? Voreinstellung, Motorik. Diese Voreinstellung kann verwendet werden, um die motorische Barrierefreiheit in den Menüs von dem Spiel zu verbessern. Indem mehrere Optionen aus anderen Optionsmenüs aktiviert werden. Das ist Sorry. Voreinstellung, Bewegung. Oh, fuck. Diese Voreinstellung kann verwendet werden, Übelkeit durch schnelle Bewegungen zu verhindern, indem mehrere Optionen aus anderen Optionsmenü aktivieren. Alter, what the fuck? Helligkeit und HDR. Die Helligkeit für den Bildschirm so an, dass das Logo rechts gerade noch erkennbar ist. Gerade noch, ne? Da habe ich immer das Problem. Sichtbar, nicht sichtbar, sichtbar. Oh, ich glaube, für euch sieht das gleich ganz komisch aus. Ich muss mal kurz gucken. Zumindest den meinen Vordergrund. Alter, HDR 10, wir haben HDR 1000. Was wollt ihr von mir, ey? Hier haben wir bei 1000. Das ist geil, ne? Da holt man sich einmal den Monitor, der so ziemlich an der Spitze ist von HDR. Oh, das wird kaum unterstützt, ey. Was ist die Grundluminanz von weißen Flächen in der Spielwelt? Die Grundluminanz. Wird ja mal dunkel. Leer. Und wo wird das Sternchen erklärt? Ist weiß, ne? Bis dahin wird es noch weiter. HDRP. Warum wird das dann dunkler? Wir wissen es nicht. Masterlautstärke 100, Audiodynamikbereich, Nacht, vollständig, Mittelnacht. Untertitel ein, Untergröße, Untertitel für Geräusche aus, Untertitel für Geräusche, Untertitel testen.
Untertitelsprache Deutsch, Gegner, Sprachausgabe, dann brauchen wir aber keinen. Achso. Gegnerumrandung. Ich kann es auf den Tod nicht ab, ne? Ich kann es auf den Tod ehrlich gesagt nicht ab. Heute Umrandung. Die lassen wir ein. Das Problem ist bei Gegnern, wenn die irgendwo hinterstehen und die dann so angezeigt werden, ballert man drauf rum, obwohl dann eine Wand vor ist. Nicht gut. Bewegungsunschärfe kann ich auf den Tod nicht ab. Rütteln der kann immer. Was die der aktionsreichen Momenten hat. Wiederholtes Drücken. Aktiviere diese Option und wiederholtes Drücken bei Quicktime Events QTE durch einmaliges Drücken zu ersetzen. Diese Einstellung wird auch geändert, wenn du die folgende Eingabehilfe vor Einstellung einer oder anderen. Ich glaube, den mache ich heute noch platt. Vertikales Umsehen umkehren. Nein. Horizontal. Nein. Vertikales Umkehren. Umkehren. Ich glaube, ich habe mich heute echt abgeschossen. Vertikales Umsehen umkehren. Alter. Vertikales Umsehen umkehren. Verfolgt. Das lassen wir mal so. Vibration brauchen wir eh nicht. Gedrücktes Halten. Da wollen wir rein. 144 Hertz lassen wir an. Unsere Grafik bleibt ausgewählt. Vollbild, logischerweise. Fenster, Vollbild. Fenster, Vollbild weg. Bildschirm 1, Menüanzeige 1. Das ist 21:9, das ist schön. Fuck, es wird schwarz. Was passieren könnte, ist, dass ich bei euch jetzt zumindest ein bisschen die Helligkeit anpassen muss. Oh, guck die nicht. Definitiv. Ja, Kleindruck kannst du noch ändern. Nachdem man sich 3 Wochen eingelesen hat in der Scheiße. Wissen wir zumindest, was wir tun. Jetzt kommt's. Gelb. Blau und grün ergibt gelb, ne? Ja. Das kommt hin. So. Wer mich kennt, weiß es, was jetzt kommt. Ultra. Warum sollen wir uns mit weniger zufrieden geben, als es gibt? Die Texturen. Bewegungsunschärfe. Nein. Wird in der Kamera bloß nicht. Effekte. Und betrunken. Passt zum Status. Die X-Reflexion, diese Funktion zu aktivieren, muss der PC mindestens die minimale Systemforderung erfüllen und über aktuelle Treiber verfügen.
Ui. Ich wollte gerade sagen, wird weniger. Ne? Was steht da? Oh, relativ sharpening. So, damit haben wir alles an. Und wir sagen einfach mal, was? VRAM? 6 und 15 Gigabyte. Browsing bleibt aus. Framerate-Begrenzung aktivieren. Ein. Das Spiel wird daran gehindert, die Framerate unter dem Zielwert zu verringern. Und die Auflösung benötigt automatisch abgesetzt wird. Wähle eine Zielbewegung. Die Option wird für Multi-GPUs deaktiviert. Das Einschalten dieser Option schaltet Fidelity VX Super Resolution Aspekt 0 aus und setzt die Auflösungsskalierung auf den Standardwert. Aktiviere diese Option, um die Leistung zu erhöhen. Bilder werden in geringerer Auflösung gerendert. Ich glaube, ich weiß, was wir vergessen haben. Hat er gespeichert, ne? Ja. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, schießt es uns OBS ab. Also machen wir einen Benchmark. Lassen uns überraschen. Ich würde ja sagen, ich mache mal so. Das sieht man auch nicht mehr. Ich erkenne da nichts. Ja! Alles über 80 ist tuffig. Wobei das hier unten voll unecht aussieht und die Farbe. Das ist aber nicht euer Ernst, ne? Achtung, Einwohner von Konzeption! Denkt daran, dass heute Abend die Ausgangssperre in Kraft ist. Es wird dringend empfohlen, diese von der Regierung verhängte Sicherheitsmaßnahme zu respektieren. Die Straße sieht voll scheiße aus. Alles unter 60 ist Kacke. Geht was da hinein? Judy, lass uns starten. Wo ist ein MSI hin? Wo ist denn die kleine Mutrakete? Okay, dann machen wir dich aus. Volltreffer. Ihr seht es nicht, aber das ist auch gut. Add-ons gibt's nicht. Was? FarCry Season Pass? Los nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein bisschen... Ja, das sieht anders aus als im Backvorblatt. Was für ein Wunder, wir haben 0, ne? Action-Modus. Das ist die klassische FarCry-Erfahrung, die für die meisten Spieler empfohlen wird.
Story-Modus. Das ist das FarCry-Erlebnis für Spieler, die Wert auf die Story und auf Erkundung legen. Also am Anfang ist es ja, ne? Für alle Spieler sterben gleich. Du erleidest weniger Schaden. Regenerierst dich schneller. Genieße die Aktion. Ein erminderten Risiko zu sterben. Ist klar. Alter, ich habe doch den schon ausgemacht. Sekunde, ich muss mal kurz Redemtion ein bisschen töten. Danke. Gehst auch aus, nicht, dass er den gleich noch. Wahre Iraner. Ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung. Einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak. Verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg gehe, sondern den richtigen. Und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Iraner werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Iraner werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey, Dani. Und als der wahre Iraner, der er Mach den Scheiß aus. mit einem Lächeln. Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yaraner ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal. Du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerilleros. Libertad. Hm? Und jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani. Verdammt, sag doch was. Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Conjo. Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje, was ist los? Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfickt nochmal! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Wir hauen Paradies ab. wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Eingezogene müssen sich Alejo, melden. Deckung! Helft mit, das Scheiß Paradies wieder Castillo! aufzubauen. Alejo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Dani, Paradies wieder aufzubauen. wir müssen weg. Sofort! Das Boot. Du kommst. Versprich's mir, Lita. Sie. Los, Dani.
müssen zum Boot. Okay, Dani. Wenn wir in Miami sind, dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Ist doch nicht mit runter. Blöde Nudel. Runter! Scheiße, verstößt gegen die Mariana-Verordnung. Ich dreh noch eine Runde. Over. Hab ich doch gesagt. Hier ist sie. Abra! Da. Und schleichen kann. FND, kommt raus da! Wir suchen nach Dani Rojas. Mach die Tür auf, oder wir treten sie ein! Das will ich sehen. Wir wissen, dass du da drin bist, Rojas. Hier lang. Okay. Ich ergebe mich. Leiste keinen Widerstand. Raus! Verdammt nochmal, komm schon, ich hab Familie! Scheiße. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Sie werden uns sehen. Das sind echt viele Soldaten, Lita. Wir nehmen die Kanalisation. Dani, los! In die Kanalisation. Wo bringst du mich hin? In einem Rohr voll Scheiß. Das ist ein Guerilla-Pfad der Revolution von 67. Erkennst du die Zeichen? Ja, aus unserer Kindheit. Ihr könnt euch nicht verstecken! Bitte nicht! Oh Mist. Das ist so krank. Scheiße. Oh, uns geht's heute nicht so gut. Hört mich mal lieber für gestern und heute krank. Geilste Satz oder Aussage ever. Jetzt muss man sich in Ruhe durch den Kopf gehen. Fast geschafft. Der Ausgang ist gleich davor. Gut. Das Boot wird nicht auf uns warten. Sackgasse. Scheiße, falscher Gefahr. Irgendwie geil, aber ich kann nicht spielen. Animales.
Gut sieht's schon aus. Triple A. Bleib bei mir, Lita. Boah, das ist Scheiße. gegangen. Hier sind Flüchtige! Los, los, los! Lita, die Seilrutsche. Wie in der Grundausbildung, was? Schlimmer. Dani, alles okay? Ja. Entschuldigung, die Scooper. Ich war gar nicht hier. Boah. Scheiße. Lisa, wo steckst du? La Torre de Leon. Das Schloss. Hier drüben. Ich stecke mit ewig ein. Das spann dich in meinen eigenen. Scheiße. Schatzi, was putzelst du da? Wo Ja, ist die unser- Polizei, verdammt? unserem Wollen wir einfach Schmelz- zusehen, wie das Militär uns umbringt? Das ist die Polizei, Dani. Nein, La Noche de la Muerte. Schmelzkäse. Drüben ist das Boot. Lauf! Scheiße. You only live once. Nur noch da lang? Los, weiter, Lita. Wir sind fast da. Okay. Ich war jetzt so weit weggerannt, dass wir uns nicht mehr dürfen. Bitte, wir müssen auf dieses Boot. Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch. Oje! Mierda! Marco! Du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. An seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Komm, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit. Gut, 4 Personen, aber nur 2 Tickets. San Judas. Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Dani. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus und auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist nur ein Fischerboot. Nein, nicht. Komische Fische.
Bevor er El Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Mijo. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser. Was ist da gerade passiert? Wir sind am Arsch. Vamos, vamos! Danny! Lita, ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, Lita, das ist meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara. Libertad. Julio. Verdammt. Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf. Lita. Warte, ich hole Hilfe. No. Gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. Moment. Das wollte ich fast sagen. Und wie das so im Fernsehen ist. Logischerweise läuft das im Stream flüssiger, als ich hier gerade sehe. Scheiße. Ich nehme etwas Brauchbares und dann nichts wie weg hier. Genau. Werden wir kurz zwei Sachen sagen? Machen. Optisch bestimmt da? Nein. Speichern können wir nicht, aber ich glaube, er hat es gerade getan.
Die Untertitel machen wir mal aus. So. Wenn meine Frau das Essen fertig hat, werde ich mich hier zum Essen begeben und wir machen morgen damit dann weiter. In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Halloween und einen angenehmen Rausch. In dem Sinne, guten